Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den Annalen der menschlichen Geschichte gibt es kaum einen Ort, der so sehr zum Symbol für verlorenes Wissen geworden ist, wie die große Bibliothek von Alexandria. Sie war mehr als nur eine Sammlung von Schriftrollen. Sie war der kühne Versuch, das gesamte Denken der bekannten Welt unter einem Dach zu vereinen. Doch was geschah wirklich mit diesem unschätzbaren Schatz? War es ein einzelnes katastrophales Feuer oder ein langsamer, schleichender Verfall über Jahrhunderte? Begleiten Sie mich auf eine Reise in das Herz dieses intellektuellen Leuchtfeuers und zu den Schatten, die es schließlich verschlangen. Guten Abend. Finden Sie eine bequeme Position und schließen Sie die Augen, während wir gemeinsam in die Vergangenheit reisen. Unsere Geschichte beginnt nicht mit einem Gebäude, sondern mit einem Traum. Einem Traum, der in den Wirren nach dem Tod Alexanders des Großen im Jahr 323 vor Christus geboren wurde. Sein riesiges Reich, das sich von Griechenland bis nach Indien erstreckte, zerfiel in die Hände seiner Generäle, der Diadochen. Einer von ihnen, Ptolemaios, ein kluger und bedachter Stratege, sicherte sich das wohl reichste Juwel des zerfallenden Imperiums, Ägypten. Doch Ptolemaios Sota, der Retter, wie er später genannt wurde, wollte mehr als nur ein Pharao in griechischem Gewand sein. Er verstand, dass wahre Macht nicht allein auf Gold und Armeen beruht, sondern auf Wissen und kultureller Hegemonie. Inspiriert von seinem einstigen Lehrer Aristoteles und dessen Lyzeum in Athen, fasste er einen Plan von beispielloser Kühnheit. Er wollte nicht nur eine Bibliothek gründen, sondern die Bibliothek. Ein Ort, der das gesamte Wissen der bekannten Welt unter einem Dach vereinen sollte. Ein Leuchtfeuer der Gelehrsamkeit, das Athen in den Schatten stellen und seine neue Hauptstadt, Alexandria, zum intellektuellen Zentrum der Welt machen würde. Für die Umsetzung dieser Vision holte er sich einen Mann von außergewöhnlichem Format, Demetrios von Phaleron, einen verbannten athenischen Staatsmann und ebenfalls ein Schüler des Aristoteles. Demetrios war der Architekt des Konzepts. Er verstand, dass es nicht nur darum ging, Schriftrollen anzuhäufen. Es ging darum, eine Institution zu schaffen, ein Mausion, einen Schrein für die Musen, in dem die größten Denker der Zeit leben, forschen und lehren konnten, befreit von materiellen Sorgen. Die Bibliothek sollte das Herzstück dieses intellektuellen Organismus sein, die Quelle, aus der die Gelehrten schöpfen konnten. Der Befehl war einfach und doch atemberaubend in seinem Ehrgeiz. Sammelt alle Bücher der Welt. Dieser Gründungsakt war mehr als eine akademische Laune. Es war ein politisches Statement. Die Ptolemäer waren eine fremde Dynastie auf ägyptischem Boden. Indem sie das Wissen der Welt an sich banden, legitimierten sie ihre Herrschaft und erklärten Alexandria zur rechtmäßigen Erbin nicht nur des griechischen, sondern des gesamten menschlichen Geistes. Der Traum nahm Gestalt an, nicht aus Stein und Mörtel allein, sondern aus Papyrus und der unstillbaren Neugier des menschlichen Verstandes. Die große Bibliothek hätte an keinem anderen Ort der Welt entstehen können. Ihre Existenz ist untrennbar mit der Stadt verbunden, die ihren Namen trug: Alexandria. Gegründet von Alexander dem Großen, selbst um 331 vor Christus, war diese Stadt von Anfang an als ein Knotenpunkt der Welt konzipiert.
Ihre Lage war strategisch meisterhaft gewählt, an der Mittelmeerküste Ägyptens, mit Zugang zum Nil und damit zum Reichtum Afrikas und gleichzeitig ein Tor nach Europa und Asien. Der Architekt Dinokrates von Rhodos entwarf sie nach dem hippodamischen System, einem Raster aus geraden, breiten Straßen, das für Ordnung und eine gesunde Luftzirkulation sorgte. Alexandria war keine organisch gewachsene, chaotische Metropole. Sie war eine geplante Utopie, ein Schaufenster hellenistischer Kultur und Ingenieurskunst. Doch es war nicht nur die Architektur, die die Stadt einzigartig machte. Es war ihre Bevölkerung. Alexandria war der erste wahre Schmelztiegel der Antike. Hier lebten und arbeiteten Griechen, Ägypter, Juden, Perser, Nubier, Syrer und sogar Händler aus Indien, Seite an Seite. In den belebten Straßen wurden Dutzende von Sprachen gesprochen, unzählige Götter verehrt und verschiedenste Philosophien diskutiert. Dieser kosmopolitische Geist war der Nährboden, auf dem die Idee einer universellen Bibliothek gedeihen konnte. Die Stadt selbst war ein Spektakel. Der berühmte Leuchtturm von Pharos, eines der 7 Weltwunder der Antike, wies Schiffen aus der ganzen Welt den sicheren Weg in den Hafen. Der Heptastadion, ein Damm, verband die Insel Pharos mit dem Festland und schuf 2 geschützte Häfen. Im Herzen der Stadt lag das Brucheion, das königliche Viertel. Hier, inmitten von Palästen, Gärten und Tempeln, befand sich der Komplex des Mausions und seiner Bibliothek. Die Gelehrten, die hier arbeiteten, mussten nur aus dem Fenster blicken, um die Welt in ihrer ganzen Vielfalt zu sehen. Schiffe brachten nicht nur Waren wie Getreide, Gewürze und Seide, sondern auch neue Ideen, fremde Manuskripte und reisende Gelehrte. Alexandria war ein lebendiger Organismus, dessen Blutkreislauf der Handel und dessen Nervensystem das Wissen war. Der Reichtum, der durch die Kontrolle des Getreidehandels generiert wurde, finanzierte das ehrgeizige Projekt der Ptolemäer und zog die klügsten Köpfe an. Die Stadt war somit nicht nur der Standort der Bibliothek. Sie war ihre Daseinsberechtigung und ihre unerschöpfliche Inspirationsquelle. Um die wahre Bedeutung der Bibliothek von Alexandria zu erfassen, müssen wir einen weit verbreiteten Irrtum ausräumen. Es handelte sich nicht einfach um ein Lagerhaus für Bücher, eine Art antikes Archiv. Die Bibliothek war nur ein Teil, wenn auch der wichtigste, einer viel größeren und revolutionäreren Einrichtung, des Mausions. Der Name Mausion bedeutet Schrein der Musen, der griechischen Göttinnen der Künste und Wissenschaften. Diese Bezeichnung war programmatisch. Das Mausion war die erste staatlich geförderte Forschungseinrichtung der Geschichte. Eine Art Mischung aus Universität, Akademie der Wissenschaften und Think Tank. Nach dem Vorbild von Platons Akademie und Aristoteles Lyzeum in Athen schufen die Ptolemäer hier eine Institution, die alles bisherige in den Schatten stellte. Die Mitglieder des Mausions, die Gelehrten, waren keine einfachen Angestellten. Sie wurden vom König persönlich berufen und genossen ein Leben voller Privilegien. Sie erhielten ein großzügiges Gehalt, freie Kost und Logis in den Gebäuden des Komplexes und waren von jeglichen Steuern befreit. Ihre einzige Verpflichtung war die Forschung und der wissenschaftliche Diskurs. Stellen Sie sich diese Atmosphäre vor. Ein Ort, an dem die brillantesten Mathematiker, Astronomen, Ärzte, Dichter, Philosophen und Historiker ihrer Zeit zusammenlebten. Sie hatten Zugang zu einer ständig wachsenden Sammlung des gesamten Weltwissens und die Freiheit, sich ganz ihren Studien zu widmen. Es gab Hörsäle für Vorlesungen, private Studienräume, einen gemeinsamen Speisesaal,
in dem hitzige Debatten geführt wurden, einen botanischen und einen zoologischen Garten für naturwissenschaftliche Studien und sogar anatomische Sektionen für medizinische Forschungen. Die Bibliothek war der Motor dieses intellektuellen Kraftwerks. Hier wurde nicht nur gesammelt, sondern auch gearbeitet. Die Gelehrten verglichen verschiedene Versionen von Texten, um die authentischste Fassung zu ermitteln. Die Geburtsstunde der Textkritik. Sie schrieben Kommentare, erstellten Kataloge und übersetzten wichtige Werke wie die hebräische Bibel ins Griechische, die berühmte Septuaginta. Das Mausion war ein lebendiger, atmender Ort des Wissens. Hier berechnete Eratosthenes den Erdumfang mit erstaunlicher Präzision. Hier legte Euklid die Grundlagen der Geometrie, die bis heute gültig sind. Hier entwickelte Heron von Alexandria die erste Dampfmaschine. Es war mehr als eine Sammlung von Schriftrollen. Es war eine Fabrik des Wissens, die das Fundament für die westliche Wissenschaft legte. Der Traum von einer Universalbibliothek konnte nur durch eine beispiellose und oft rücksichtslose Beschaffungspolitik verwirklicht werden. Die Ptolemäer waren nicht nur Mäzene, sie waren Jäger des Wissens, und ihre Methoden waren so systematisch wie aggressiv. Unter Ptolemaios II., Philadelphos, und seinem Nachfolger Ptolemaios III., Euergetes, erreichte diese Jagd ihren Höhepunkt. Sie setzten ein gewaltiges Budget ein und entsandten königliche Agenten in alle Ecken der bekannten Welt, von den Märkten Athens und Rhodos bis in die entlegenen Winkel Asiens. Ihre Mission? Jede verfügbare Schriftrolle zu kaufen, egal zu welchem Preis. Kein Werk war zu unbedeutend, kein Fragment zu klein. Doch die wohl berühmteste und dreisteste Methode war ein königliches Dekret, das den Hafen von Alexandria betraf. Jeder Kapitän, dessen Schiff in den geschäftigen Hafen einlief, war per Gesetz verpflichtet, sämtliche Bücher und Schriftrollen an Bord den Behörden der Bibliothek zu übergeben. Im Skriptorium der Bibliothek wurden diese Manuskripte von einem Heer professioneller Schreiber auf hochwertigem Papyrus kopiert. Anschließend geschah das Erstaunliche. Die Bibliothek behielt das wertvolle Original für ihre Sammlung und gab dem ursprünglichen Besitzer lediglich die frisch angefertigte Kopie zurück. Man kann sich die Verärgerung der Kaufleute und Reisenden vorstellen, die unfreiwillig zu Lieferanten für das Wissen der Welt wurden. Diese Praxis war so bekannt, dass die so erworbenen Bücher im Katalog der Bibliothek mit dem Vermerk „aus den Schiffen“ versehen wurden. Die Gier nach den besten Texten kannte keine Grenzen. Eine berühmte Anekdote illustriert dies eindrücklich. Ptolemaios III. Wollte die offiziellen, staatlich autorisierten Fassungen der großen griechischen Tragöden Aeschylos, Sophokles und Euripides für seine Sammlung. Diese unschätzbar wertvollen Originale wurden in Athen wie ein Staatsschatz gehütet. Ptolemaios bat die Athener, ihm die Manuskripte auszuleihen, um sie kopieren zu lassen. Die misstrauischen Athener stimmten erst zu, als er eine enorme Kaution von 15 Talenten Silber hinterlegte, eine damals astronomische Summe. Der Pharao erhielt die Schriftrollen, ließ sie auf feinstem Papyrus kopieren und sandte dann die Kopien nach Athen zurück. Die Originale behielt er in Alexandria und teilte den Athenern mit, dass sie die Kaution behalten könnten. Dieser Akt, eine Mischung aus Diplomatie und intellektuellem Raub, zeigt, wie unermesslich der Wert war, den die Ptolemäer auf die Authentizität und Vollständigkeit ihrer Sammlung legten. Es war ein Wettlauf, den sie um jeden Preis gewinnen wollten. Guten Abend. Stellen Sie sich einen Mann vor,
der in den kühlen, stillen Hallen der Bibliothek von Alexandria sitzt, umgeben von den gesammelten Gedanken der Welt. Sein Name ist Eratosthenes von Kyrene, und er ist nicht nur ein Dichter und Gelehrter, sondern auch der dritte Vorsteher dieses Hauses des Wissens. In seinen Händen hält er keine Götterstatuen oder magischen Amulette, sondern einfache Berichte von Reisenden, Landvermessern und Astronomen. Und mit diesen Werkzeugen aus Tinte und Papyrus wird er etwas vollbringen, das die Vorstellungskraft seiner Zeit sprengen sollte. Er wird den Umfang unseres Planeten vermessen. Die Geschichte, so wie sie uns überliefert ist, beginnt mit einer beiläufigen Beobachtung, die in einer der Schriftrollen verzeichnet war. Es hieß, dass in der Stadt Syene, dem heutigen Assuan, an einem bestimmten Tag im Jahr, zur Sommersonnenwende, die Sonne zur Mittagszeit direkt senkrecht am Himmel stand. Ein senkrecht in den Boden gesteckter Stab warf keinen Schatten. Das Wasser am Grunde eines tiefen Brunnens wurde für einen kurzen Moment vollständig von der Sonne beschienen. Für die meisten wäre dies eine kuriose Anekdote. Für Eratosthenes war es der Schlüssel zum Universum. Er wusste, dass dies in Alexandria, weit im Norden, nicht der Fall war. Zur gleichen Zeit warf ein Obelisk in seiner Stadt einen deutlichen Schatten. Dieser Unterschied, dieser winzige Schatten, war für seinen brillanten Geist alles, was er brauchte. Er erkannte, dass der Grund für diesen Unterschied in der Krümmung der Erde liegen musste. Wäre die Erde flach, wären die Sonnenstrahlen überall parallel und es gäbe entweder überall oder nirgends einen Schatten. Er maß den Winkel des Schattens in Alexandria und fand heraus, dass er etwa 7,2 Grad betrug. Das ist ungefähr ein 50stel eines vollen Kreises. Nun brauchte er nur noch eine weitere Information. Die Entfernung zwischen Alexandria und Syene. Durch die Aufzeichnungen der Bibliotheken, wahrscheinlich aus den Berichten königlicher Landvermesser, die die Strecke für militärische und steuerliche Zwecke vermessen hatten, kannte er diese Distanz. Mit diesen beiden Werten, dem Winkel und der Entfernung, führte er eine einfache Berechnung durch. Das Ergebnis war eine Schätzung des Erdumfangs, die verblüffend nahe an dem Wert liegt, den wir heute mit Satelliten und modernster Technik messen. Ohne ein Schiff zu besteigen, ohne die Welt zu umrunden, nur durch Beobachtung, Vernunft und das in der Bibliothek gespeicherte Wissen hatte Eratosthenes die wahre Größe unserer Welt erfasst. Es ist ein stiller, aber monumentaler Triumph des menschlichen Geistes. In denselben Gängen, in denen Eratosthenes die Welt vermaß, hallte das intellektuelle Erbe eines anderen Giganten wider: Euklid. Obwohl seine genauen Lebensdaten im Nebel der Geschichte verborgen sind, wissen wir, dass er um 300 vor Christus in Alexandria wirkte, genau in der Gründungsphase der Bibliothek. Sein Werk, die Elemente, ist vielleicht das einflussreichste Buch, das je aus dieser antiken Wissensmetropole hervorging. Es ist kein Buch über Götter, Könige oder Schlachten. Es enthält keine Prophezeiungen oder dramatischen Erzählungen. Sein Inhalt ist auf den ersten Blick trocken, fast asketisch. Definitionen, Postulate, Axiome und Beweise über Punkte, Linien, Kreise und Körper. Doch in dieser scheinbaren Schlichtheit liegt eine revolutionäre Kraft. Die Elemente sind nicht nur eine Sammlung geometrischer Fakten, sie sind ein vollkommenes, in sich geschlossenes, logisches System. Euklid beginnt mit einer Handvoll grundlegender Annahmen, Aussagen, die so offensichtlich sind, dass sie keines Beweises bedürfen, wie etwa: durch zwei beliebige Punkte lässt sich eine gerade Linie ziehen.
Von diesem unerschütterlichen Fundament aus baut er Schritt für Schritt mit unerbittlicher logischer Präzision ein ganzes Universum der Mathematik auf. Jeder neue Satz wird ausschließlich aus den vorhergehenden bewiesen. Es ist eine makellose Kette der Vernunft, ein intellektueller Bau von atemberaubender Eleganz und Stabilität. Über 2000 Jahre lang waren die Elemente das grundlegende Lehrbuch der Mathematik in der westlichen Welt. Generationen von Denkern, von Archimedes über Newton bis Einstein, wurden von seiner Klarheit und Strenge geprägt. Es lehrte die Menschheit nicht nur Geometrie, sondern es lehrte sie, wie man denkt. Es zeigte, dass aus wenigen, einfachen Wahrheiten durch reine Deduktion komplexe und unumstößliche Erkenntnisse gewonnen werden können. Die Papyrusrollen mit Euklids Werk, die in den Regalen der Bibliothek von Alexandria lagerten, waren mehr als nur Anleitungen zur Vermessung von Feldern oder zum Bau von Tempeln. Sie waren ein Manifest der Kraft des menschlichen Verstandes. Sie enthielten den Bauplan einer Welt, die nicht auf Mythen oder Meinungen, sondern auf der unvergänglichen Architektur der reinen Vernunft beruht. Ein stilles Versprechen, dass das Universum letztlich verständlich ist. Die Bibliothek von Alexandria war nicht nur ein Hort der griechischen Wissenschaft und Philosophie. Ihr universeller Anspruch, alles Wissen der Welt zu sammeln, führte zu einem der bedeutendsten kulturellen Projekte der Antike, der Übersetzung der hebräischen Schriften ins Griechische. Dieses monumentale Werk ist uns heute als die Septuaginta bekannt, benannt nach der Legende der 70 jüdischen Gelehrten, die es vollbracht haben sollen. Die Geschichte, die uns im Aristeasbrief überliefert ist, besagt, dass König Ptolemaios II. Philadelphos, angetrieben von seinem Bibliothekar Demetrios von Phaleron, den Wunsch hegte, die Gesetze und die Geschichte des jüdischen Volkes in seine Sammlung aufzunehmen. Er sandte eine Gesandtschaft nach Jerusalem und bat den Hohepriester, die fähigsten Gelehrten zu entsenden, die sowohl das Hebräische als auch das Griechische meisterten. 6 Männer aus jedem der 12 Stämme Israels sollen nach Alexandria gereist sein. Dort wurden sie auf der Insel Pharos untergebracht und arbeiteten, der Legende nach, 72 Tage lang an der Übersetzung. Das wundersame Ergebnis: Alle 72 Gelehrten hatten, obwohl sie getrennt voneinander arbeiteten, den hebräischen Text Wort für Wort identisch ins Griechische übertragen. Ob diese Geschichte nun historisch exakt ist oder eine spätere Idealisierung, ist zweitrangig. Sie verdeutlicht die immense Bedeutung, die diesem Projekt beigemessen wurde. In Wahrheit war die Übersetzung wohl ein längerwieriger Prozess, der über Jahrzehnte andauerte und von der großen jüdischen Gemeinde in Alexandria selbst vorangetrieben wurde, deren jüngere Generationen oft nur noch Griechisch sprachen. Doch das Ergebnis war von welthistorischer Tragweite. Zum ersten Mal waren die heiligen Texte des Judentums, die Tora, die Propheten, die Psalmen, für die gesamte hellenistische Welt zugänglich. Sie wurden aus dem Kontext einer einzelnen Nation herausgelöst und traten in den globalen Dialog der Ideen ein. In den Hallen der Bibliothek trafen nun die Konzepte von auserwähltem Volk und alleinigem Gott auf die platonische Ideenlehre und die aristotelische Logik. Es war die Geburtsstunde einer neuen geistigen Synthese des hellenistischen Judentums und legte das Fundament, auf dem später das Christentum seine Theologie aufbauen und in die griechisch-römische Welt hineinwirken konnte. Die Septuaginta ist ein stilles Zeugnis dafür,
dass die Bibliothek von Alexandria mehr war als ein Archiv. Sie war ein Schmelztiegel der Kulturen. Die schiere Menge an Schriftrollen in der Bibliothek von Alexandria muss überwältigend gewesen sein. Hunderttausende von Papyrusrollen, jede ein Fenster in den Geist eines anderen Menschen, einer anderen Zeit, einer anderen Kultur. Doch wie findet man in einem solchen Ozean aus Wissen eine bestimmte Welle? Wie verwandelt man eine bloße Ansammlung in eine benutzbare, geordnete Sammlung? Diese monumentale Aufgabe fiel einem Mann zu, der vielleicht der Prototyp des modernen Gelehrten war, Kallimachos von Kyrene. Kallimachos war ein Dichter und Kritiker von außergewöhnlichem Intellekt, der unter Ptolemaios II. In der Bibliothek arbeitete. Obwohl er nie den Titel des Vorstehers trug, war sein Beitrag für die Nachwelt vielleicht der nachhaltigste. Er schuf die Pinakes, was wörtlich Tafeln bedeutet. Doch diese Tafeln waren weit mehr als eine einfache Inventarliste. Sie waren der erste umfassende, systematische Bibliothekskatalog der Geschichte und die Geburtsstunde der Bibliographie. Die Pinakes umfassten Berichten zufolge 120 Bücher oder Rollen und waren ein Meisterwerk der Organisation. Kallimachos ordnete das gesamte menschliche Wissen, so wie es in der Bibliothek repräsentiert war, in große thematische Kategorien ein. Rhetorik, Recht, Epos, Tragödie, Komödie, Lyrik, Geschichte, Medizin, Mathematik, Naturwissenschaft und Sonstiges. Innerhalb dieser Kategorien listete er die Autoren in alphabetischer Reihenfolge auf. Eine damals keineswegs selbstverständliche Vorgehensweise. Für jeden Autor lieferte er eine kurze biografische Notiz, die oft auch den Namen des Vaters und den Geburtsort enthielt, um Verwechslungen zu vermeiden. Anschließend folgte eine Liste der Werke dieses Autors, die in der Bibliothek vorhanden waren. Kallimachos ging sogar so weit, die erste Zeile des Werkes zu zitieren, um eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen, und gab die ungefähre Länge der Schriftrolle an, gemessen in Zeilen. Mit den Pinakes wurde die Bibliothek von einem passiven Speicher zu einem aktiven Werkzeug des Geistes. Ein Gelehrter konnte nun gezielt nach allen Werken eines bestimmten Autors suchen oder sich einen Überblick über die gesamte Literatur zu einem bestimmten Thema verschaffen. Es war der Versuch, eine Landkarte des Wissens zu zeichnen, eine Metastruktur über das Chaos der Informationen zu legen. Kallimachos Werk war eine stille, aber tiefgreifende Behauptung. Wissen ist nicht nur das, was wir wissen, sondern auch, wie wir das, was wir wissen, ordnen und zugänglich machen. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lauschen Sie den Echos aus den Werkstätten, die an das Mausion von Alexandria angeschlossen waren. Hier, im gedämpften Licht der Öllampen, roch es nicht nur nach alten Papyrusrollen, sondern auch nach heißem Metall, Öl und dem unverkennbaren Geruch der Erfindung. In diesen Hallen wirkten nicht nur Philologen und Dichter, sondern auch Ingenieure und Mathematiker, deren Werke an die Grenzen des damals Vorstellbaren stießen. Der berühmteste unter ihnen war vielleicht Heron von Alexandria, ein Geist, dessen Erfindungen wie aus einer anderen Zeit gefallen zu sein scheinen. Stellen Sie sich einen Tempel vor, dessen schwere Türen sich wie von Geisterhand öffnen, wenn ein Priester auf dem Altar ein Feuer entzündet. Keine Magie, sondern Herons meisterhafte Anwendung von Pneumatik, bei der die durch das Feuer erhitzte Luft Wasser in einen Behälter drückte, dessen Gewicht dann über ein System von Seilen und Rollen die Tore aufzog. Oder denken Sie an einen der ersten Verkaufsautomaten der Geschichte. Eine Maschine, in die man eine Münze warf
um eine bestimmte Menge Weihwasser zu erhalten. Das Gewicht der Münze betätigte einen Hebel, der ein Ventil kurz öffnete. Doch Herons erstaunlichste Schöpfung war die sogenannte Aeolipile, eine primitive Dampfturbine. Eine mit Wasser gefüllte Kugel, die über einem Feuer erhitzt wurde, drehte sich durch den aus 2 Düsen entweichenden Dampf mit hoher Geschwindigkeit. Es war eine Demonstration eines fundamentalen Prinzips, das die Welt 1,5 Jahrtausende später verändern sollte. Warum führten diese genialen Erfindungen nicht zu einer industriellen Revolution in der Antike? Die Frage ist komplex. Die Gesellschaft basierte auf Sklavenarbeit, was den Anreiz zur Entwicklung arbeitssparender Maschinen verringerte. Diese Geräte wurden oft als raffinierte Spielzeuge für die Elite oder als wundersame Mechanismen zur Stärkung des religiösen Glaubens betrachtet, nicht als Werkzeuge für die Massenproduktion. Dennoch bleibt das Flüstern dieser vergessenen Wissenschaften ein Zeugnis für das immense intellektuelle Potenzial, das in Alexandria versammelt war. Es ist ein melancholischer Gedanke, welche anderen technologischen Wunder in den verlorenen Schriftrollen beschrieben wurden, welche Blaupausen für eine andere Zukunft für immer zu Staub zerfallen sind. Wir schreiben das Jahr 48 vor Christus. Die Luft in Alexandria ist schwer von politischer Spannung. Die Stadt, ein Juwel am Mittelmeer, wird zum Schauplatz eines Machtkampfes, der das Schicksal Ägyptens und Roms bestimmen wird. Gaius Julius Caesar, frisch vom Sieg über Pompeius, landet mit einer kleinen Streitmacht in der Hauptstadt der Ptolemäer. Er findet sich unversehens in einem Bürgerkrieg zwischen der jungen Kleopatra und ihrem Bruder Ptolemäus XIII. Wieder. Caesar, der sich im Palastbezirk verschanzt, wird bald von den ägyptischen Truppen belagert. Die Situation ist prekär. In einem verzweifelten strategischen Zug trifft er eine folgenschwere Entscheidung. Um die feindliche Flotte zu neutralisieren und eine Blockade zu verhindern, befiehlt er, die im Hafen ankernden Schiffe in Brand zu setzen. Es ist eine brutale, aber militärisch nachvollziehbare Taktik. Doch das Feuer gehorcht keinen Befehlen. Angefacht vom Wind springen die Flammen von den hölzernen Schiffen auf die nahegelegenen Docks und Lagerhäuser über. Hier nun beginnt die Legende, die sich über Jahrhunderte halten sollte. In diesen Lagerhäusern, so heißt es, befanden sich Zehntausende von Schriftrollen. Einige waren für den Export bestimmt, andere waren neu angekommene Akquisitionen oder Kopien, die auf ihre Katalogisierung in der großen Bibliothek warteten. Das Feuer verschlang sie gierig. Spätere römische Autoren wie Seneca malten das Ereignis in den düstersten Farben und sprachen von 40.000 oder mehr zerstörten Büchern. Doch wir müssen als Historiker vorsichtig sein. Diese Berichte sind oft von rhetorischer Übertreibung geprägt. Entscheidend ist, dass die große Bibliothek und das Mausillon selbst nicht am Hafen lagen, sondern weiter im Landesinneren, im königlichen Viertel Bruchion. Sie blieben von diesem Brand wahrscheinlich unberührt. Dennoch war der Schaden immens. Es war ein schmerzhafter Aderlass, ein Verlust von unschätzbarem Wert. Auch wenn dies nicht der oft beschworene Todesstoß war, so war es doch die erste große offene Wunde, die der Bibliothek zugefügt wurde. Die Flammen im Hafen von Alexandria waren ein furchtbares Omen, ein erster Hauch von der Zerbrechlichkeit des Wissens in einer Welt, die von Krieg und Machtstreben beherrscht wird. Der Rauch, der an jenem Tag über der Stadt aufstieg, legte einen Schatten auf die Zukunft des größten Wissensspeichers der Antike. Während Alexandria im Glanz seines intellektuellen Monopols sonnte,
Er wuchs im Nordwesten, an der Küste der heutigen Türkei, eine ehrgeizige Rivalin, Pergamon. Unter der Herrschaft der Attaliden-Dynastie entwickelte sich diese Stadt zu einem blühenden Zentrum für Kunst, Kultur und Wissenschaft. Ihr größtes Ziel war es, eine Bibliothek zu errichten, die es mit der von Alexandria aufnehmen, ja sie vielleicht sogar übertreffen konnte. Diese Konkurrenz war mehr als nur ein akademischer Wettstreit. Sie war ein Ausdruck tiefgreifender geopolitischer Spannungen. Die Ptolemäer in Ägypten und die Attaliden in Pergamon waren machtpolitische Gegner, und ihre Bibliotheken wurden zu Waffen im Kampf um Prestige und kulturelle Hegemonie. Agenten beider Königreiche durchkämmten die bekannte Welt auf der Suche nach seltenen Texten, überboten sich gegenseitig und versuchten, die brillantesten Gelehrten an ihre jeweiligen Höfe zu locken. Die Ptolemäer besaßen jedoch einen entscheidenden Vorteil. Ägypten hatte das Monopol auf die Produktion von Papyrus, dem primären Schreibmaterial der antiken Welt. Um den Aufstieg ihres Rivalen zu bremsen, griffen sie zu einer drastischen Maßnahme. Ptolemaios V. verhängte ein strenges Exportembargo für Papyrus nach Pergamon. Er wollte die Bibliothek von Pergamon im wahrsten Sinne des Wortes trockenlegen. Doch dieser Akt der Industriespionage schlug auf geniale Weise fehl. Not macht erfinderisch. In Pergamon perfektionierte man daraufhin ein alternatives Schreibmaterial, das zwar schon bekannt, aber nie in großem Stil genutzt worden war: die behandelte Haut von Tieren. Dieses Material, das nach der Stadt benannt wurde, kennen wir heute als Pergament. Pergament war teurer und aufwendiger in der Herstellung als Papyrus, aber es hatte überlegene Eigenschaften. Es war weitaus haltbarer, glatter und konnte beidseitig beschrieben werden. Diese letzte Eigenschaft war revolutionär. Während Papyrus zu Rollen geklebt wurde, konnten die Pergamentblätter gefaltet, in Lagen gelegt und zwischen zwei Deckeln gebunden werden. Der Kodex, der Vorläufer des modernen Buches, war geboren. So führte ein politischer Konflikt um die Kontrolle des Wissens unbeabsichtigt zu einer der wichtigsten technologischen Innovationen in der Geschichte der Schrift. Der Streit zwischen Alexandria und Pergamon wurde zu einem Kampf zwischen Rolle und Kodex, zwischen Papyrus und Pergament, ein stiller, aber folgenreicher Krieg, der die Art und Weise, wie Wissen für die kommenden Jahrhunderte gespeichert und verbreitet wurde, für immer veränderte. Die Vorstellung eines einzigen kataklysmischen Ereignisses, das die Bibliothek von Alexandria auslöschte, ist dramatisch und eingängig. Doch die historische Wahrheit ist, wie so oft, subtiler und vielleicht noch tragischer. Die Bibliothek starb nicht in einer Nacht des Feuers, sie verfiel langsam, über Jahrhunderte hinweg, wie ein großer Organismus, dem nach und nach die Lebensgrundlage entzogen wird. Dieser langsame Verfall begann bereits unter den späteren Ptolemäern. Während die ersten Herrscher der Dynastie begeisterte Förderer der Wissenschaften waren, zeigten ihre Nachfolger oft weniger Interesse an intellektuellen Bestrebungen und waren mehr mit Palastintrigen und der Sicherung ihrer schwindenden Macht beschäftigt. Die großzügige staatliche Finanzierung, das Lebenselixier des Mausions, begann zu versiegen. Es wurden weniger neue Texte erworben, bestehende Sammlungen wurden schlechter gepflegt und die Gehälter der Gelehrten wurden unzuverlässiger. Ein besonders schwerer Schlag erfolgte im 2. Jahrhundert vor Christus unter Ptolemaios Evepte, genannt Physkon. In einem Anfall von Paranoia oder politischer Säuberung vertrieb er brutal viele der in Alexandria ansässigen griechischen Gelehrten.
Er entvölkerte das Mausion und zerstreute sein intellektuelles Kapital über das gesamte östliche Mittelmeer. Die Bibliothek verlor auf einen Schlag einen Großteil ihrer lebendigen, forschenden Gemeinschaft. Mit dem Aufstieg Roms verlagerte sich auch der intellektuelle Schwerpunkt der Welt. Rom wurde zum neuen Zentrum der Macht, des Reichtums und der Möglichkeiten. Ehrgeizige Gelehrte, Schriftsteller und Künstler zog es zunehmend dorthin, nicht mehr nach Alexandria. Die ägyptische Metropole verlor allmählich ihren Status als unangefochtene Hauptstadt des Wissens. Hinzu kamen wiederholte Unruhen und Bürgerkriege in der Stadt selbst, die das kulturelle Leben lähmten und die Sicherheit der Institutionen gefährdeten. Teile der Bibliothek könnten in verschiedenen städtischen Konflikten beschädigt oder zerstört worden sein, ohne dass dies in den erhaltenen Quellen als singuläres, großes Ereignis vermerkt wurde. Die Bibliothek von Alexandria erlebte also keinen plötzlichen Tod. Es war ein Tod durch 1000 Schnitte, schwindende Budgets, politische Verfolgung, intellektuelle Abwanderung und die unaufhaltsame Verlagerung der globalen Macht. Das Feuer erlosch nicht mit einem Knall, sondern es wurde über Generationen hinweg langsam erstickt. Guten Abend. Während das große Mausion langsam seinen einst unantastbaren Status verlor, geplagt von den politischen Unruhen und der schwindenden königlichen Gönnerschaft, stieg ein anderer Ort in Alexandria zur intellektuellen Prominenz auf. Es war das Serapeum, ein majestätischer Tempelkomplex, der auf einem künstlichen Hügel im Südwesten der Stadt thronte. Gewidmet dem synkretistischen Gott Serapis, einer faszinierenden Verschmelzung des ägyptischen Osiris und Apis mit den griechischen Göttern Zeus und Hades, war dieser Ort weit mehr als nur eine Kultstätte. Er beherbergte die sogenannte Tochterbibliothek. Man stellt sie sich oft als eine Art Zweigstelle der großen Bibliothek vor, und in gewisser Weise war sie das auch. Doch ihre Rolle und ihr Charakter waren eigenständig. Historische Quellen deuten darauf hin, dass die Sammlung im Serapeum beträchtlich war, vielleicht Hunderttausende von Schriftrollen umfasste. Einige Gelehrte vermuten, dass hier die weniger exklusiven, vielleicht für einen breiteren Leserkreis bestimmten oder doppelten Exemplare aus dem Mausion aufbewahrt wurden. Es war möglicherweise eine öffentlich zugänglichere Institution. Ein Ort, an dem nicht nur die Elite der Gelehrten, sondern auch gebildete Bürger und Studenten verkehrten. Mit der Zeit, als das Christentum im Römischen Reich an Einfluss gewann und die alten Kulte zunehmend unter Druck gerieten, wandelte sich die Bedeutung des Serapeums. Es wurde zu einem Symbol, einer letzten großen Bastion der heidnischen Kultur und des klassischen Wissens. Hier versammelten sich Philosophen, Rhetoriker und Priester der alten Götter, um ihre Traditionen zu bewahren und zu lehren. In den Säulenhallen und Lesesälen des Tempels wurde nicht nur gebetet, sondern auch debattiert, kopiert und studiert. Die Luft war erfüllt vom Geruch alten Papyrus und Weihrauch, eine Mischung aus Akademie und Heiligtum. Das Serapeum war das schlagende Herz einer Welt, die sich weigerte, lautlos zu vergehen. Es war der Ort, an dem das Erbe von Platon, Aristoteles und den großen Dramatikern gegen die aufziehende Flut eines neuen, exklusiven Glaubens verteidigt wurde. Doch wie wir sehen werden, sind selbst die stärksten Mauern nicht für die Ewigkeit gebaut. Besonders wenn der Sturm des Wandels mit der vollen Kraft eines Imperiums bläst. Das späte 4. Jahrhundert war eine Zeit tiefgreifender und unumkehrbarer Veränderungen im Römischen Reich. Das Christentum, einst eine verfolgte Sekte,
war nun zur Staatsreligion aufgestiegen. Kaiser Theodosius I., ein überzeugter und kompromissloser Verfechter des nizänischen Christentums, erließ eine Reihe von Edikten, die das Schicksal der antiken Welt für immer besiegeln sollten. Im Jahr 391 nach Christus erreichte dieser Prozess seinen Höhepunkt. Ein kaiserlicher Erlass verbot jegliche Form heidnischer Kulte im gesamten Reich. Opferrituale wurden untersagt, Tempel sollten geschlossen oder für neue Zwecke umgewidmet werden. Für das Serapeum in Alexandria war dies ein Todesurteil. Der damalige Patriarch von Alexandria, Theophilus, war ein Mann von unerbittlicher Energie und tiefem Hass auf die alten Kulte. Er sah in dem kaiserlichen Edikt die perfekte Gelegenheit, die letzte große Bastion des Heidentums in seiner Stadt zu zerschlagen. Unter seiner Führung formierte sich ein christlicher Mob. Die genauen Umstände sind umstritten, aber die zeitgenössischen Berichte zeichnen ein düsteres Bild. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Heiden, die ihren heiligen Ort verteidigten, und den christlichen Angreifern. Am Ende wurde das Serapeum gestürmt. Die prächtigen Statuen der Götter wurden zerschmettert, die heiligen Schreine entweiht und die Tempelgebäude selbst systematisch zerstört. Und die Bibliothek? Was geschah mit den Tausenden von Schriftrollen, die in den Hallen lagerten? Dies ist einer der schmerzlichsten Punkte in der Geschichte des verlorenen Wissens. Einige Berichte deuten darauf hin, dass die Schriftrollen zusammen mit dem Tempel zerstört wurden. Ein Opfer der Flammen und des Fanatismus. Andere Historiker argumentieren, dass die Zerstörung primär den religiösen Idolen galt und die Bücher möglicherweise geplündert, zerstreut oder in private Sammlungen überführt wurden. Es ist unwahrscheinlich, dass wir es je mit letzter Sicherheit wissen werden. Doch das Ergebnis war dasselbe. Die öffentliche Institution, die das Wissen der Antike bewahrt hatte, hörte auf zu existieren. Die Zerstörung des Serapeums war mehr als nur der Abriss eines Gebäudes. Es war ein symbolischer Akt von gewaltiger Tragweite. Es war der Moment, in dem die alten Götter Alexandrias endgültig verstummten und eine neue Ordnung, die wenig Platz für die Vielfalt des klassischen Denkens ließ, die Kontrolle übernahm. Selbst nach der Zerstörung des Serapeums erlosch das Licht der klassischen Gelehrsamkeit in Alexandria nicht sofort. Es glimmte weiter, am Leben erhalten von einzelnen Denkern, die sich dem wachsenden Dogmatismus widersetzten. Die berühmteste und tragischste dieser Persönlichkeiten war Hypatia. Geboren um das Jahr 355 war sie die Tochter des Mathematikers und Astronomen Theon von Alexandria, dem letzten bekannten Gelehrten, der mit dem Mausion in Verbindung gebracht wird. Hypatia übertraf ihren Vater bald an Ruhm und Ansehen. Sie war eine brillante Mathematikerin, eine scharfsinnige Astronomin und vor allem eine charismatische, neoplatonische Philosophin. In einer Zeit, in der Frauen selten eine öffentliche Rolle im intellektuellen Leben spielten, leitete sie ihre eigene Schule und zog Studenten aus allen Teilen des Reiches an, Christen wie Heiden. Sie lehrte nicht nur komplexe mathematische Theorien, sondern auch die Suche nach Weisheit und Tugend durch Vernunft. Eine Philosophie, die im zunehmend polarisierten Klima der Stadt wie ein Relikt aus einer anderen Zeit wirken musste. Alexandria im frühen 5. Jahrhundert war ein Pulverfass. Der Konflikt zwischen dem kaiserlichen Präfekten Orestes, einem gemäßigten Christen, und dem neuen machtbewussten Patriarchen Kyrill eskalierte. Hypatia, mit ihrem immensen intellektuellen Prestige und ihrer Freundschaft zu Orestes, geriet zwischen die Fronten.
Für Kyrills radikale Anhänger war sie eine gefährliche Figur. Eine heidnische Frau, die mit ihrer Weisheit den römischen Statthalter beeinflusste und so die gottgegebene Autorität des Patriarchen untergrub. Im März des Jahres 415 erreichte die Hetze ihren schrecklichen Höhepunkt. Ein von einem Lektor namens Petrus angeführter Mob lauerte Hypatia auf, zerrte sie von ihrem Wagen und schleifte sie in eine Kirche. Dort, so berichten die Quellen, wurde sie auf die brutalste Weise ermordet. Ihr Tod war mehr als ein persönliches Verbrechen. Er war ein Fanal. Er markierte für viele den symbolischen Endpunkt der klassischen Philosophie in Alexandria. Der Mord an der Frau, die für Vernunft, Toleranz und die freie Suche nach Wissen stand, durch einen von religiösem Fanatismus getriebenen Mob, zeigte, dass für die alte Welt kein Platz mehr war. Das intellektuelle Erbe der Bibliothek fand in Hypatias Schicksal sein tragisches, menschliches Gesicht. Wir kommen nun zu der wohl berühmtesten und zugleich am hartnäckigsten überlieferten Geschichte über das Ende der Bibliothek von Alexandria. Es ist eine dramatische Erzählung, die über Jahrhunderte das Bild der arabischen Eroberung geprägt hat. Die Legende besagt, dass, als der arabische General Amr ibn al-As die Stadt im Jahr 642 eroberte, er nicht wusste, was er mit der sagenumwobenen Bibliothek tun sollte. Er sandte eine Anfrage an den Kalifen Umar in Medina. Die Antwort des Kalifen, so die Geschichte, war von schlichter und vernichtender Logik. Wenn diese Bücher mit dem Koran übereinstimmen, sind sie überflüssig und müssen nicht erhalten werden. Wenn sie ihm widersprechen, sind sie gefährlich und sollten zerstört werden. Daraufhin, so wird erzählt, wurden die unzähligen Schriftrollen an die 4000 Badehäuser der Stadt verteilt, wo sie für 6 Monate als Brennmaterial dienten, um das Wasser zu erhitzen. Es ist eine bildgewaltige, unvergessliche Anekdote. Und sie ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Fiktion. Historiker haben diese Geschichte gründlich untersucht und sind zu einem klaren Schluss gekommen. Sie ist ein Mythos. Das entscheidende Argument ist das Schweigen der Quellen. Kein einziger zeitgenössischer Bericht, weder von muslimischer noch von christlicher Seite, erwähnt diesen Vorfall. Byzantinische Chronisten, die den Muslimen äußerst feindselig gegenüberstanden und jede Gelegenheit genutzt hätten, sie der Barbarei zu bezichtigen, schreiben kein Wort darüber. Die Geschichte taucht erst über 500 Jahre später auf, im 12. und 13. Jahrhundert, in den Schriften von Autoren wie Abd al-Latif al-Baghdadi und Bar-Hebräus. Warum wurde diese Legende erfunden? Die Motive sind komplex. Vielleicht diente sie als moralische Parabel oder als spätere anti-muslimische Propaganda. Viel wichtiger ist jedoch die historische Realität des Jahres 642. Zu diesem Zeitpunkt gab es die große, staatlich geförderte Bibliothek von Alexandria schon lange nicht mehr. Die Zerstörungen und Schließungen der vorangegangenen Jahrhunderte, von Caesars Brand über die Krise des 3. Jahrhunderts bis zur Zerstörung des Serapeums 391, hatten das Institut bereits vernichtet. Was die Araber vorfanden, waren wahrscheinlich verstreute private Sammlungen und vielleicht kirchliche Bibliotheken. Die Vorstellung, dass eine riesige, intakte Bibliothek auf ihre Ankunft wartete, um dann spektakulär vernichtet zu werden, ist eine romantische, aber falsche Vereinfachung einer langen, komplexen Geschichte des Niedergangs. Guten Abend. Es ist eine tröstliche, aber auch gefährlich vereinfachende Vorstellung. Ein einziger, großer Brand, ein Akt der Barbarei, der das Licht der Antike auslöschte und die Welt in ein dunkles Zeitalter stürzte. Doch die Wahrheit, wie so oft,
ist leiser, komplexer und vielleicht sogar noch tragischer. Die Frage, welches Wissen in Alexandria wirklich für immer verloren ging, lässt sich nicht mit einer Liste verbrannter Buchtitel beantworten. Es geht um das Wesen des Verlustes selbst. Zunächst müssen wir uns von der Idee verabschieden, dass die Bibliothek eine Art antikes Internet war, das einzigartige Kopien allen Wissens enthielt. Vieles, was in Alexandria gesammelt wurde, existierte auch in anderen, kleineren Bibliotheken in Rom, Pergamon oder Athen. Die Werke von Platon, Aristoteles, Euklid und den großen Tragöden wurden an vielen Orten kopiert und studiert. Ihr Überleben hing nicht allein von Alexandria ab. Der wirkliche Verlust liegt im Detail, in der Fülle und in der kritischen Masse, die an einem Ort versammelt war. Stellen Sie sich die astronomischen Beobachtungsreihen der Babylonier vor, die über Jahrhunderte aufgezeichnet und in Alexandria gesammelt wurden. Wir wissen, dass Hipparchos sie nutzte, um die Präzession der Tag- und Nachtgleiche zu entdecken. Wie viele dieser originalen Aufzeichnungen, die vielleicht noch feinere Zyklen und unentdeckte Phänomene enthielten, sind für immer verschwunden? Wir haben Fragmente der Werke von Berossos, einem babylonischen Priester, der die Geschichte und Mythologie Mesopotamiens auf Griechisch verfasste. Seine vollständigen Schriften, die uns ein unvergleichliches Fenster in diese uralte Welt geöffnet hätten, sind verloren. Wir wissen, dass Aristarch von Samos ein Buch schrieb, in dem er ein heliozentrisches Modell des Sonnensystems vorschlug, fast 2 Jahrtausende vor Kopernikus. Wir kennen es nur, weil Archimedes es beiläufig erwähnt. Das Original, mit all seinen Argumenten, Berechnungen und Beweisen, ist Asche. Der Verlust betrifft auch die Literatur. Von den 9 Büchern der Dichterin Sappho ist uns nur ein einziges Gedicht vollständig erhalten. Der Rest sind Fetzen und Zitate. Die Werke unzähliger anderer Dichter und Dramatiker kennen wir nur dem Namen nach. Die Tragödie von Alexandria ist nicht der Verlust der Wissenschaft als Ganzes, sondern der Verlust der Vielfalt, der alternativen Theorien, der vollständigen historischen Aufzeichnungen und der literarischen Stimmen. Es war, als würde man ein hochauflösendes Bild der antiken Welt nehmen und es auf eine grobkörnige Skizze reduzieren. Die Umrisse sind noch da, aber die unschätzbaren Details, die Farben und die tiefen Schatten sind für immer verblasst. Ein Ende ist oft nur ein Übergang in eine neue Form. Während der Leuchtturm von Alexandria langsam verfiel und die letzten Gelehrten die Stadt verließen, verlagerte sich der intellektuelle Schwerpunkt der Welt unaufhaltsam nach Osten. Das Erbe Alexandrias starb nicht in den Unruhen und dem langsamen Verfall der römischen Spätantike. Es migrierte. Es fand eine neue, fruchtbare Heimat in den aufstrebenden Metropolen der islamischen Welt. Schon vor dem Aufstieg des Islam hatten nestorianische Christen griechische philosophische und medizinische Texte ins Syrische übersetzt und in Zentren wie der Akademie von Gundishapur in Persien bewahrt. Sie bildeten die Brücke, über die das hellenistische Wissen in eine neue Ära getragen wurde. Mit der Gründung des Hauses der Weisheit, des Beit al-Hikma, in Bagdad im frühen 9. Jahrhundert unter den abbasidischen Kalifen, erlebte der Geist Alexandrias eine Wiedergeburt von ungeahnter Strahlkraft. Dies war keine passive Aufbewahrung. Es war ein gewaltiges, staatlich gefördertes Projekt der Aneignung und Weiterentwicklung. Kalifen wie Al-Ma'mun schickten Gesandte bis nach Byzanz, um griechische Manuskripte zu erwerben. Ein Heer von Übersetzern, Christen, Juden und Muslime
arbeitete fieberhaft daran, das Werk von Aristoteles, Platon, Euklid, Ptolemäus und Galen ins Arabische zu übertragen. Doch sie blieben nicht beim Übersetzen stehen. Sie kommentierten, korrigierten und erweiterten das antike Wissen. Der Astronom Al-Battani verfeinerte die Berechnungen von Ptolemäus. Der Mathematiker Al-Chwarizmi entwickelte auf der Grundlage griechischer und indischer Ideen die Algebra und gab ihr ihren Namen. Der Arzt und Philosoph Ibn Sina, im Westen als Avicenna bekannt, verfasste den Kanon der Medizin, ein enzyklopädisches Werk, das auf dem Wissen Galens aufbaute, es aber systematisierte und mit eigenen Beobachtungen anreicherte. Dieses Buch blieb in Europa bis in die frühe Neuzeit ein medizinisches Standardwerk. Das islamische Goldene Zeitalter war keine bloße Kopie Alexandrias, es war eine Synthese. Das griechische Erbe wurde mit persischen, indischen und eigenen arabischen Innovationen verschmolzen. In den Bibliotheken von Bagdad, Kairo, Damaskus und Cordoba wurde der Faden der rationalen Untersuchung wieder aufgenommen. Die Methode des Sammelns, Katalogisierens, Kritisierens und Lehrens, das Herzstück des Museions, lebte hier weiter. Alexandria war ein Ort gewesen, sein Erbe aber wurde zu einer Bewegung, die die Grundlagen für die spätere europäische Renaissance legte. Der Traum der Ptolemäer, das gesamte Wissen der Menschheit an einem Ort zu versammeln, war so kühn, dass er die Zerstörung seines physischen Ausdrucks überdauern musste. Die Idee einer universellen Bibliothek ist ein Archetyp des menschlichen Geistes, ein Symbol für unsere tiefste Sehnsucht, die Welt zu verstehen und das Vergessen zu überwinden. Nachdem die physische Bibliothek von Alexandria verschwunden war, lebte ihr Konzept in den nachfolgenden Jahrhunderten immer wieder auf, wie ein Echo in den Korridoren der Zeit. Im Mittelalter waren es die Klosterbibliotheken, die zu Inseln der Bewahrung wurden. Mönche kopierten in ihren Skriptorien unermüdlich antike Texte und retteten sie so vor dem endgültigen Verschwinden. Ihre Sammlung war nicht universell, sondern selektiv und diente einem theologischen Zweck. Doch der Akt des Sammelns und Kopierens selbst war ein ferner Nachhall alexandrinischer Praxis. Mit der Renaissance und dem Humanismus erwachte der Traum zu neuem Leben. Gelehrte wie Petrarca durchsuchten die Klosterarchive Europas nach verlorenen Manuskripten von Cicero und Livius. Die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg revolutionierte die Verbreitung von Wissen und machte die Idee einer umfassenden Sammlung erstmals theoretisch für eine breitere Öffentlichkeit denkbar. Die großen Nationalbibliotheken, die im Zeitalter der Aufklärung entstanden, die British Library, die Bibliothèque Nationale de France, waren die direkten Erben des alexandrinischen Geistes. Sie wurden zu monumentalen Speichern des nationalen und globalen Erbes, angetrieben von der Überzeugung, dass der Fortschritt der Zivilisation vom freien Zugang zu Informationen abhängt. Doch erst in unserer eigenen Zeit scheint die Verwirklichung des Traums in greifbare Nähe gerückt zu sein. Das Internet ist die moderne Inkarnation der Bibliothek von Alexandria, jedoch in einem unvorstellbaren Maßstab. Projekte wie Wikipedia, das Internet Archive oder Google Books versuchen, das Wissen der Welt digital zu erfassen und universell zugänglich zu machen. Die Suche nach einem bestimmten Text erfordert keine Schiffsreise mehr, sondern nur noch wenige Klicks. Wir leben in der Ära, von der die Gelehrten in den Hallen des Museions nur träumen konnten. Aber dieser neue, dezentrale und unendlich große Speicher bringt seine eigenen Gefahren mit sich. Die Flut an Falschinformationen, die Flüchtigkeit digitaler Daten, die Frage der Zensur
und Kontrolle durch Konzerne oder Regierungen. Der Traum ist derselbe geblieben, aber die Herausforderung hat sich gewandelt. Es geht nicht mehr darum, seltene Schriftrollen zu finden, sondern darum, in einem Ozean aus Daten die Wahrheit zu erkennen. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise. Und doch stehen wir vor der grundlegendsten Frage, die uns die Geschichte der Bibliothek von Alexandria stellt. Kann man eine Bibliothek, kann man Wissen wirklich zerstören? Die Antwort hängt davon ab, was wir unter einer Bibliothek verstehen. Wenn eine Bibliothek nur ein Gebäude aus Stein und Holz ist, gefüllt mit Rollen aus Papyrus, dann lautet die Antwort ja. Gebäude können einstürzen, Feuer kann Papyrus zu Asche verwandeln. In diesem Sinne wurde die Bibliothek von Alexandria zerstört. Nicht an einem einzigen Tag, sondern über Jahrhunderte hinweg durch eine unheilvolle Abfolge von Vernachlässigung, Konflikten und Naturkatastrophen. Der Verlust der physischen Sammlung ist real und schmerzhaft. Aber wenn wir eine Bibliothek als etwas mehr betrachten, als einen lebendigen Organismus aus Ideen, dann wird die Antwort komplexer. Eine Idee, einmal in die Welt gesetzt, ist wie ein Samen, der vom Wind getragen wird. Man kann den Baum fällen, von dem er stammt, aber man kann nicht jeden einzelnen Samen finden, der bereits auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Das Wissen, das in Alexandria konzentriert war, war nicht statisch. Es wurde gelesen, diskutiert, kopiert und gelehrt. Es sickerte in die Köpfe von Schülern und Gelehrten, die die Stadt verließen und ihr Wissen mit in die Welt nahmen. Es wurde in andere Sprachen übersetzt, es passte sich an neue Kulturen an und es wurde zur Grundlage für neue Entdeckungen. Die Zerstörung des zentralen Knotens zwang das Netzwerk des Wissens, sich anzupassen, dezentral zu werden, widerstandsfähiger. Vielleicht ist die wahre Natur des Wissens nicht, an einem Ort gesammelt zu werden, sondern sich zu verbreiten. Vielleicht ist die Zerstörung des physischen Ortes eine tragische, aber unausweichliche Etappe in der Evolution des Denkens. Die Erinnerung an Alexandria ist so mächtig, nicht nur wegen des verlorenen Wissens, sondern weil sie uns eine ewige Lektion erteilt. Sie lehrt uns, dass Wissen verletzlich ist, wenn es an einem einzigen Ort eingesperrt wird. Sie mahnt uns, dass der Wert nicht im Papyrus liegt, sondern im Akt des Lesens, nicht im Gebäude, sondern im Gespräch, das darin stattfindet. Eine Idee kann nicht verbrannt werden. Ein Gedanke kann nicht in Ketten gelegt werden. Die Bibliothek von Alexandria existiert nicht mehr, aber ihr Geist, die unermüdliche menschliche Suche nach Verständnis, ist unzerstörbar. Sie lebt in jedem Buch, das wir öffnen, in jeder Frage, die wir stellen und in dem stillen Einverständnis, dass das Streben nach Wissen die edelste Aufgabe der Menschheit ist.